Restaurant Wanmün. Wanmün. Also, warte, Wanmün ist hier. Ganz kurzes Päuschen. So, I'll be back. Song Liok hier rum. Was geht ab? We meet again, traveler. What a rare opportunity to meet with you here in Liyue during this finest of festivals, as busy as you are on your travels. Frohes Fest, was macht ihr? As you can see, I'm ambling the streets at my leisure, enjoying the sound of people chattering and birds chirping. Wangsheng Funeral Parlor has been somewhat idle as of late, so I am presently unoccupied. When the director is out visiting friends, I take the opportunities to head out myself. Habit dictates that my first port of call is here, where I order myself a pot of tea and listen to the storyteller. At festival times, the storyteller will always select a few new passages that complement the spirit of the season. Most are variations on existing legends or accounts from folk history. Their historicity is questionable at times, but it is their entertainment value that makes them an excellent choice for the festive period. Then it seems you are becoming rather familiar with the storyteller at this establishment. Time marches forward relentlessly. People change. Traditions change. Lantern Rite is no exception. In times of old, Liyue was constantly at war. People lit lanterns and sent them into the sky to help guide the warriors on the distant front back to their home. Today we live in a time of peace, and the custom of releasing lanterns has become ceremonial in nature. For the people of Liyue, the ritual of lighting lanterns every year symbolizes the undying spirit of heroism. The things that refuse to be shaken by the passage of time. Those are Liyue's roots. Traveler, I hope that you are able to celebrate the Lantern Rite together with the people of Liyue. Und ihr? Habt ihr was vor? Plans. Not a notion that can be easily applied to me anymore. I am a man of leisure. I simply go wherever I am inclined, wherever that may be. Although, now that you mention it, yes, I should make the most of this festive period by venturing to parts of Liyue that lie beyond the harbor. I began with tea at third round knockout today. Perhaps tomorrow I shall try somewhere else in the near vicinity. It is quite a joy to be idle and explore this bustling city at my leisure. Okay, cool. Das ist aber auf jeden Fall nicht dasselbe gewesen wie vorher, ne? Erzählt die Hutauer auch was Neues? Falls die immer noch hier rumgammelt? Sie gammelt auf jeden Fall hier noch rum. Da ging es ums Essen, ne? Ich wollte irgendwas zu essen kochen. Well, hello there. A happy and healthy lantern rite to you. And what brings you here on this finest of days? Not business, I presume. Oh, Hallo. I see. So you just missed me. To tell the truth, this... What's that look for? You're not leaving already, are you? Oh, come on, don't go. I promise they don't taste that bad. And I promise it's not a prank. Okay, es ist dasselbe. Aber jongliert hat was Neues erzählt, ne? Warte mal, wir sollten vielleicht erstmal das Ding schalten. Den Auftrag. Hey, warte mal, das ist immer noch dasselbe, ne? Ja. Für was für ein Auftrag? Hernach die Spur von Pervasis. Was? Okay. Hernach die Spur von Pervasis. Sprich mit Koch Mao. Der alte Mao. Hey Mao. Was darf ich euch bringen? Gegrillter Tigerfisch, 3-mal zum Mitnehmen. Gut, ich kann hier einen Moment warten. Einen für dich, einen für Pan und einen für... Ich möchte nach Pervasis sehen. Wer zur Hölle war das? Meinst du den, der uns die 7-Sterne-Lampe und das Räuchergefäß geschenkt hat? Herr Palmer erinnert sich, dass Pervasis sagte, er vermisst es, Tigerfisch gegrillt zu essen. Jetzt schon weg sein, aber sehen wir mal nach. Lass uns gemeinsam hingehen. Der Schäbe und allen außerdem schienen daneben Spuren einer Schatzräubergruppe zu sein.
Die Statue im Pervas ist nicht beschädigt. Bitte sehr, bla bla bla, riecht so gut, lassen Sie aufbrechen. Jetzt geht die andere Story weiter einfach, oder? Ja. Oh, zuerst ein paar Mal einen gekochten Schwarzrückenbarsch. Tut mir leid, im Moment kann ich nicht bestellen. Kann man nicht bestellen. Huch, wieso das? Etwas früher heute kam ein Ritter aus Mondstadt und gab eine große Bestellung zum Mitnehmen auf. Er wollte, dass wir ein paar Dutzend Portionen Essen zubereiten, die er mitnehmen wollte, zu. Wohin noch gleich? Zum Grand Hotel Goss in Mondstadt? Ja, genau, aber weißt du das? Kea! Tut mir wirklich leid, aber ich kann diesen Auftrag nicht so schnell abschließen. In dem Topf werden nämlich Gerichte gekocht, ich weiß nicht, wie der Kerl mit all den Tellern zurechtkommen will. Hauptsache, er storniert nicht. Da kam so plötzlich herein, dass wir nicht einmal genügend Zutaten in der Küche hatten und meine Tochter hilft bei der Suche nach den Chili und Pepperoni. Wer ist dieser kleine Freund? Das ist Kichiboshi, Graf von Hoppel. Hallo. Ja, das ist ein Baketanuki zum Üben, der zum Üben mit herumreist. Nein, Katze. Die versucht immer über den Tisch daher zu klettern. Die Tochter hat auch einen Freund, der Essen liebt und Goba heißt. Es sieht so aus, als würde er sich sicher gut mit Kichiboshi verstehen. Hör auf meinen Sachen rumzusitzen. Ein Ausweg, es sei denn, so, das tut es. Mist, ich hab fast komplett vergessen. Huch, was ist mit denen? Warum gehen wir jetzt dahin? Mist, warum haben sie das Datum nicht von Anfang an bestätigt? Was ist passiert? Wir haben unsere Plätze im Livoli-Pavillon im lokalen Shinse schon einige Monate im Voraus gebucht. Wir dachten, dass wir die bekannte Li-Küche und Yue-Küche probieren müssen, bevor wir nach Mondstadt zurückkehren. Daher wurde uns nun für beide Geschäfte heute zugesagt. Wenn ich nun die Zeit bestätigt hätte, wie wäre es damit, zu beiden zu gehen? Warum geht nicht jeder von euch zu einem? Nein, das geht nicht. Wie auch immer die Küche ist, wir wollen sie gemeinsam erleben. Sonst können wir Geschwister nicht widerstehen und uns gegenseitig einseitige Kommentare über die Li-Küche oder die Yu-Küche zu machen. Solche Worte sind so respektlos gegenüber gutem Essen. Hey, red nicht so, Palman, ist das so leid zu hören. Was für ein unnötiger Ärger. Ja, du hast heute für den Luli-Pavillon oder Liuli? Ja. Lokale Shinse gebucht, aber du kannst nur eins der beiden gehen, richtig? Kichiboshi will helfen, wir können für den Onkel und Tante gehen. Dieses kleine Tier scheint etwas sagen zu wollen. Sag, dass wir für den Onkel und die Tante gehen können. Nicht Tante, Schwester. Nein, Palman hat das ja nicht gesagt. Für uns gehen, das ist nicht unmöglich und es wäre ein bisschen schade. Ich halte es für eine gute Idee. Es wäre schließlich nicht richtig, wenn das Geschäft die Reservierung kurzfristig stornieren würde. Es war nicht einfach, diesen Platz zu bekommen. Freki, wir haben Zeit, wir können das nächste Mal wieder reservieren. Hast du nicht gesagt, dass du im Lokal Shinse essen wirst? Gehen wir also ins Lokal Shinse. Die Plätze, die wir im Luli-Pavillon reserviert haben, können wir also euch geben. Ja, kleine Tiere, ist das wirklich möglich? Ich werde das machen. Ich bin Gary. Sag Lizzie einfach diesen Namen, wenn ihr zum Luli-Pavillon geht. Das Essen ist auch schon bestellt. Oh, danke, Gary. Danke, Schwester. Hä, wo war denn das? Ach, das ist das mit Parnassus. Alter, nein, da will ich doch gar nicht hin. War das nicht das da? Nee. Ich will das jetzt nicht auswählen. Ich habe keine Lust, ins Menü zu gehen. Da, fuck, okay. Geh mal ins Menü. Da. Doch da drin. Hä? Ah, das ist das oben, oder? Nee, doch unten. Das da? Wow, das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. Was geht? Willkommen in Luli Pavillon. Darf ich fragen, ob ihr reserviert habt? Gary hat für uns den Platz bestellt. Herr Gary, warte bitte kurz, ich schau schnell. Ich habe für heute einen Tisch reserviert. Danke, dass ihr gewartet habt. Bitte kommt herein. Komm doch du herein.
Obwohl Gary vorhin sagte, das Essen sei schon bestellt worden. Ich hatte nicht erwartet, dass es so üppig ausfallen würde. Hat Gary und Frankie wirklich vor, so viel zu essen, obwohl sie nur zu zweit waren? Ei, 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 wie das duftet. Du genießt das Essen mit den Lüli-Pavillon mit Paimon und Kichiboshi voller Dankbarkeit. Boah, wie lecker. Wie findest du es, Kichiboshi? Lecker. Wenn man sieht, wie Paimon ist, muss es lecker sein. Hey, lobst du mich? Die Menschen sind so gut. Etwas so Köstliches zu kochen, besser als die Mahlzeit von Bake Tanuki. Woraus besteht in diesem Fall das Essen von Bake Tanuki? Es sieht zwar köstlich aus und schmeckt großartig, aber es fühlt sich einfach ein wenig seltsam an, ein wenig leer. Ich bin auch neugierig. Das Bake Tanuki wird aus Bum-Bum-Blättern gemacht. Bum-Bum-Blätter bedeutet das Gemüse? Bum-Bum-Blätter sind Bum-Bum-Blätter. Blätter und Bum-Bum schmecken gut. Okay. Das ist doch ein wenig seltsam an. Es ist besser, sich nicht mit den Zaubersprüchen der Bake Tanuki zu befassen. Und Palmer kann einfach nicht aufhören, daran zu denken. So viel zur Sorge um Kea. Der Hirschjäger und das Restaurant Wanmin haben die Bestellung aus der Grand Hotel Goss geschickt. Das hat der Kerl nur vor. Vielleicht ist dies Jahr der Fall. Was hat der Klopf, klopf, eine Lieferung für Herrn Fatuus. Hallo, ein Geschenk des Ritterordens. Wissen die Ritter endlich, wozu wir Fatui fähig sind? Wo es ein bisschen spät ist, sich bei uns einzuschmeicheln, aber was ist das Gute? Kalte Mondstadt, Liebe Palette. Sehr gut, eine kalte Palette. Brüder, es gibt was zu essen. Ah, es ist gefroren. Was machen die? Wagen, das göttliche Auge des Rittermeisters mit Kryokraft ist einem Festmahl versteckt. Ah, auf Wiedersehen. So, darüber nachdenken, hätte das nicht auf kindische Weise passieren dürfen. Sieht aus wie ein Bake Tanuki. Das sieht aus wie ein Stil des Bake Tanuki. Oder Bateka warte mal. Vorher sind wir nur gekommen, um Geschäftliches zu besprechen. Bei allen Beratern und Adeptenabschieden ist es schwer, über das Essen zu reden. Kichiboshi, wir haben hier mit dem 11. der Fatui und Drexlapis zusammen gegessen. Ich hätte von der Meerjungfrau schon einmal von Iori gehört. Ja, das Meer, es gibt viele Meerjungfrauen. Schwimmen mit Walen und großen Seeschlangen. Es ist Fatui, nicht Meerjungfrau. Bake Tanuki, doch schon richtig. Ich dachte, ich habe es vorhin falsch gelesen. Ja, stimmt schon. Finden wir einen Platz im Panoramablick auf Lee. Bla 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 bla. Machen wir einfach weiter, Alter. Boah. Warum hockst du dich jetzt einfach zu mir hin? Wo soll denn der Kack? Was soll der Kacke, ey? Wie der halt einfach kommt und sich zu mir hinhockt. Ey, ich bin jetzt hier. Das ist mein Platz. Oben mehr, oder? Ach, geh mal einfach hin. Ah, unser üblicher Platz. Da waren wir auch mit dem Ciao. Ciao, Bella. Und mit der Mona. Und, ach, was weiß ich, wie man denn hier alles war. Also hier jetzt nicht, aber da beim Teleporter. Kiboshi stell dich gegen was soll das denn? Ja, Erinnerungsfoto. Und das Jade-Gemach ist mit drauf. Nun, es ist eine tolle Aufnahme, sind so dass du hast wirklich Talent. Schön hier, anders als in der im Wald. Es gibt viele Boote da unten, versinken diese nicht im Wasser? Nein, nein, keine Sorge. Das ist ja echt beeindruckend. Bushi hat die Übung heute Spaß gemacht. Ganz offensichtlich eine Übung. Ja, ganz offensichtlich eine Übung. Ja, das gesagt, Spielen ist auch eine Übung. Wenn man vergisst zu spielen, kommt man vom rechten Weg ab. Wenn man vom Weg abkommt, dann explodiert man. Hä? Ja, die 8 Schichten explodieren und die Blätter verschwinden. Das gesamte Feld des Körpers wandelt sich in Seegras und die Bauchwölbung wird zu einem großen Teekanne. Dann wird der Tanuki so dünn wie ein Stinktier und hat keine Kräfte mehr. Paimon ist sich sehr sicher, dass die Iori ein Schwindler ist. Üben macht sehr viel Spaß. Schön, wenn es Spaß gemacht hat. Wohin gehst du? Nun, das sind genug Worte für heute. Kichiboshi sollte sich ausruhen. Ausruhen. Ich will weiter mit Paimon und Sensoras üben. Ausruhen gehört auch zum Üben. Oh. Mach dir keine Sorge. Ich und Sensoras haben zusammen darüber nachgedacht, wo es als nächstes hingehen kann. Ja. Boah, das war aber anders mal, ey. Willst du mich verarschen? Das nächste ist noch gar nicht freigeschalten, oder? Ah ja, 11 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage.
So, wir haben noch was mit unserer Ningguang zu schaffen. Wo war denn das Begrüßungsgeschenk? Gelage. So this is a day in the... Hier. Nein, hier. Genau, jetzt kommen wir zu dem Essen. Und nach dem Essen sagt sie ja, oh, sie macht sich Sorgen, ob ihre Sekretärinnen-Ladies da... Also Ningguangs Little Helper. Ich finde den Namen immer noch so geil. Ne, wir waren doch gerade schon da. Ob die zurechtkommen, dann gehen wir wahrscheinlich zu denen hin. Sorry to have kept... No. Great. This is the travel. He happened to be... Do you mind if he... No, not at all. I've always been... Oh, I'm Lord Chow. That's what I wanted. Rumors? You know, you haven't heard? Das ist wirklich eine bekannte Sache. Come on. You must know that. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch, right? Also, Interesting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything unusual. The Traveler is a national hero, even putting aside my official stat. Oh, okay. You're comparing... I've missed eigentlich out on dasselbe. investment opportunity. No. Oh, but If it were really... I had my so I would advise... I see. In my opinion, long term... Eine You treffende think so Analyse. too? Huh? Okay. Maybe it... Mehr Geschäftsgespräche. Lady Ningguang. Good. Now I see. You think clearly. You've been listening for a while. Ja, ich finde das Has it interessant. sparked an interest in the business world for you? Vielleicht probiere ich später mal aus. Ah, so you want to be my competitor. Well then, I suppose I'll have to start looking over my shoulder. Or how about this? I'll invest in you early on, before you make it big. I won't take up any more of your time. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. Was ist das jetzt für ein Bildausschnitt? Aber ist auch cool. Right then. Lunch is over. I assume you have something planned next? Although... Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt setzt mich nicht ein. Achso, ja, wenn sie mich vorher investiert. Aber ich fand sogar, oh, da wirst du mein Konkurrent. Als ob ich hier Konkurrent wäre, Alter. Ich bin den ganzen Tag bloß so unterwegs. I'm a little concerned about... Lass uns gemeinsam hingehen. Good. Then let's do that. There are some slippery characters among the bidders, you see. So, even though my secretaries are very capable and experienced, I still can't help worrying for them a little. Okay, was ist das für eine Übersetzung? Obwohl sie auch schon viele Kämpfe hinter sich haben, können sie immer noch Anlass zur Sorge sein. Sie sagt aber eigentlich, dass sie schon, auch wenn sie erfahren sind, hier geht's nicht ums Kämpfen, Mann. Come on. The auction is being held at Eugene Terrace. Okay, strenger Zeitplan erhalten. Ich mag den Ningguang. Fuck, Alter, ich würde es immer noch gern leveln, ey, aber ich habe noch nie mein Ganyu gelevelt. Weil ich keinen Bock habe, diese Dreckspflanzen zu sammeln. Jetzt, wenn sie so schön zum Sammeln wären, wie diese Seidedinger oder sonst irgendwas, oder diese Glaslilien. Ich meine, da gibt es zwar nicht viele, aber du musst nur einen bestimmten Weg ablaufen und fertig. Aber Alter, die anderen sind halt über ganz fucking Nübel verteilt, ey, und es ist halt immer auf scheiß Bergen um. Irgendeinen Berg hochklettern, eins mitnehmen, weitergehen. Weiterfliegen, nächsten Berg hochklettern, meins mitnehmen. Und so weiter und so fort. Der kleine Bin, Yingfeng, Xiao Fei. Der kleine Bin. Hallo, kleiner Bin? Ach ne, warte, du bist kleiner Bin. Bin ein bisschen bescheuert, oder? Was geht ab? Lady Ningguang, what brings you here? I couldn't help but feel a little concerned. So I just came to see how everything is going. We're about ready and people are starting to arrive. I think we should be able to start on time. Very good. I think I'll host the auction myself. No? Huh? You want to do it yourself? Yes.
just in case anything untoward happens. I can take care of it myself. Then we'll leave the auction itself to you. But we'll be sure to lend our full support behind the scenes. Have you attended an auction before? Ich habe mal zugeschaut. Well, would you like to participate this time? You don't have to bid, of course. Just experience the atmosphere. Ja, das fühlt sich auch ziemlich lebendig an. All right then. Also die da hinten halt Feel nett, free ne? to Also. take a look around the venue before it kicks off. Check out the items up for bidding and see if there's anything you might be interested in. Cool. Was ist denn da? Ich will die Vase haben. Die offensichtlich Gebrauchsspuren aufweist. Es sollte keinen Grund geben, für einen Gegenstand das in diesem Zustand zu bieten. Haarnadel. Eine gut gemachte Haarnadel, aber es sind keine weiteren Merkmale zu erkennen. Das Wahre aber bringt es wirklich einen guten Preis als Auktionsobjekt? Ja, da ist halt die Frage, was das an sich ist. Ein Gegenstand für Schreibzimmer ohne etwas Besonderes. Vielleicht nicht schlechter als Zimmerdeko. Wenn du es willst, solltest du besser bei Polei kaufen. Da ist die Frage bloß, was ist das genau? Ach, warte bis 18 Uhr. Ich dachte, die hat so einen engen Zeitplan. Da, ich meine, wie das da. Du gehst einfach rum und sammelst die Dinger ein. Was ist denn? Achso, ja, das sind ja die... Warte. Hey, ist das nicht ein bisschen hart gefährlich? Ich meine, hier geht's schon, aber... Ich meine, lass es mal ein bisschen blöd fliegen und es ist auf dem Dach. Ja, müsste eigentlich schon gehen. Ich glaube, die Glaslinien gehen nur abends auf, oder? Wie war das? Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt einsammle, ey. Das ist so der übliche Laufweg, den was ich gegangen bin, wo ich das Zeug gesammelt habe. Achso, ja, ich muss ja bis 18 Uhr warten. Und... Hallo. Hä? Oh, 16 bis 18 Uhr. Oh, fuck, Alter, wirklich. Oh, nochmal. Da war ich eigentlich schon fast zur richtigen Zeit da. Also, 2 Stunden Unterschied, aber egal. Den Ningguang steht jetzt da halt einen Tag drin, ne? Sie hat einen so strengen Zeitplan, sie kann einfach mal einen Tag bei der Auktion stehen bleiben. It's about time to start. Find yourself somewhere to sit and we'll kick things off. Bevor ich anfange, muss ich eine Frage stellen. Yes? What is it? Sind diese Gegenstände allesamt von hohem Wert? That's for you to make a considered judgment on. It's precisely what makes auctions so interesting, don't you think? Until the bids exceed the value of the item you're after, you can keep raising the price. If the bids go beyond what you can accept, then you let someone else take it. Perhaps this does not result in what you might call a fair price, but what it does do is identify the person who values the item the most. Nun, ich werde sehen, wie es läuft. Yes, you should look forward to it. Ich war auch noch nie bei einer Auktion und beginne endlich die Auktion. The first lot is a teacup from my personal collection. Bids starting at 10,000 Mora. That's 10,000 Mora for the teacup. Ja, aber weil es von der Ningguang ist, ne? Das ist dann speziell. Das ist etwas, was normalerweise nicht für 10.000 Mora verkauft wird, glaube ich. 20,000. Okay. 30,000. 50,000. Ey, nicht so viel Emotionen reinlegen. Das ist 60.000. Absolut abgefahren. 80,000. 80,000 over here. I'll raise that to 100,000. Was ist denn los mit euch? 120. Ich bin doch nicht bescheuert, er ist sehr entschlossen. All right. 150,000. Anyone else want to keep going now? 150 once? 170. Hey, spar dir diese ganzen Emotionen, ja, Junge? Bitte weniger Emotionen zeigen. 180,000.
Okay, er hat wenigstens ein bisschen Emotionen gezeigt. Oh, ich bin leicht angesäuert. Aber nur ganz leicht. Nichts zeigen. 180 once. 180 twice. Jetzt darf ich nochmal, oder? 180. Oh. Sold. Yeah, it's mine now. Ich kann nicht glauben, dass es für 180.000 verkauft wird. Okay then. Moving straight on to the next lot. Bei den folgenden Auktionen wurde jeder mittelmäßige Artikel zu einem hohen Preis verkauft. You seem to be getting quite into it. What a shame that you didn't manage to go home with anything. Weil es sich ein wenig falsch anfühlt. Of course it did. That's because I didn't come here to sell my things. I'm sure you must find it quite odd that all these everyday items could fetch such a huge price at auction. Ja, weil sie von ihr sind. Since you're curious, why not go and talk to the buyers? I'm sure they'll give you the answers you're looking for. Ganz einfach. Wir sind Typen und haben zu viel Kohle. Hey, was macht Ayaka hier? Erstmal unseren Teacup-Freund. Was ist los, Alter? I may have paid an arm and a leg for this, but in the end, I got the result I wanted. Machst du dir keine Sorge wegen der überhöhten Preise? Nothing of Ningguang's could ever be overinflated. I'm far from the only buyer who believes that owned by Ningguang is worth paying a premium for. So how much I make just depends on how many people are even bigger fans of Ningguang than I am. Huh. Kleiner Bin. Bin dann mal weg. Today wasn't my day. Didn't manage to snag much. There were too many bidders, and they all seemed like experts to me. I guess I'll just have to wait for the next auction. Someday, I'll be the lucky one. Wenn du genug Fruchtzwerge isst, wirst du vielleicht ein großer Bin. Bin mal einkaufen. Ich kann nicht aufhören, scheiße. Huh? You want to know why I paid so much? Ja, hörst du schlecht? Well, it's pretty obvious, isn't it? Because the previous owner was Lady Ningguang. Sure, the item may look pretty ordinary, but that's probably just because I'm not a connoisseur, so I don't know how to appreciate it. But I figured I'd buy it first, then go get it appraised by an expert. Then I'll be rich. Okay, einer ist ein Fan, einer ist ziemlich klein. Und ich kann nicht aufhören mit dem Scheiß, mit dem zu verarschen. Und sie ist einfach nur dämlich. Well, did you find the answer yet? Weil die Menschen deinem Geschmack vertrauen. That's certainly part of it. But every bidder will have noticed that none of these items have a particularly high going rate on the market in and of themselves. Despite this, they were all willing to pay very dearly for them. I wonder, is faith in me really the only factor in their appraisal of the item's value? Was ist es, wenn wir nicht vertrauen? You'll see shortly. The one who spent the most money will surely be the quickest to realize. If all I wanted to do was make some quick mora by exploiting their blind faith in me, I have a million more effective ways of achieving that than hosting an auction. Every participant in this auction was handpicked by me, based on certain intelligence. Oh. Ich habe keinen Plan, was abgeht. Nach einer Weile kam tatsächlich jemand. Lady Ningguang, something doesn't seem quite right with the items from today's auction. Weil ihr Trottel seid. As unlikely as this sounds, and please forgive me for even bringing it up, but I had to ask. You weren't selling counterfeits today, were you? Counterfeits? Absolutely not. What motive would anyone have for making copies of things like these? They are simply ordinary items, and there was no coercion or enticement during the auction. Every bid was voluntary. Because we trusted you! Everyone knows that you love Mora, but we also know that you made your fortune through honest means, as opposed to scamming people. Weil du ein Trottel bist. Oh, sie verkauft eine Zahnbürste. Gebraucht, nur 2 Jahre genutzt. Oh, ich mach 200.000 Monat draus. Trottel. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. You should know that unless you have evidence to support your outlandish claims, I am legally entitled to sue you for slander. Die Ningguang kann eigentlich jetzt nur noch eins machen.
Schnippen und Jan-Fei, auf geht's, schnapp ihn dir. Of course, if you have any genuine grievances about the auction, the lots, or the process, please enlighten me as to where exactly I went wrong. You... Fine. Yes, technically it was all legitimate. Guess all I can do is take the loss. But if word gets out about today's auction, people are gonna start seeing you as a con artist. No one would dare do business with you after that. I guess what I'm saying is this really in your best interests? Let me answer that with a question. You claim that you were willing to pay a high price because you trusted me. But is that really the full story? What do you mean? What else could it be? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection that has quietly made its way into your hands. Schatzräuber. When the Jade Chamber fell, countless valuable items from my collection plunged into the sea. I organized a salvage operation, but still there were many items unaccounted for. A considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me, and passed through several pairs of hands before finally ending up in yours. And Wait, you mean... yes, everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Or, to put it another way, they were all people who have had a taste of something that was mine and convinced themselves that I am someone to be taken advantage of. Geil. Kein Wunder, dass der blinde Glaube dieses Niveau erreicht hat. So I ask you again, your high bidding price, was it motivated by trust, or was it greed? Schachonmatt. The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine, I will refund all the money you spent in the auction today. All right, fine. I guess I'll return it. You drive a hard bargain like everyone says. I'll go and get it right now. Please just wait here. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. Ich hab's endlich Good for verstanden. him. Wie geil, Alter. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. Determining who has legal ownership would be an extremely long-winded process, with each item being assessed on a case-by-case basis. Even Yanfei says she'd have a difficult time defending my claims. I could have bought them back, but it's not in my nature to pay twice for the same thing. Least of all, when they'd be looking to make a handsome profit from my misfortune. After making some inquiries, I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this auction to finally put a stop to all this nonsense. Das klingt ganz nach dir. I just wanted my things back. Hardly an unusual sentiment. At most, a little childish perhaps. Which is another reason why I didn't tell anybody about my plan. What do you think it was about the Jade Chamber that defeated Osile? Die Größe? Well, I think it was a combination of the weight and the energy it contains. Its great weight meant that it hit Osile with incredible force, while the energy within triggered that spectacular explosion. Every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams down to the smallest ornament, contributed to its total weight. But in the end, they became objects of merchants' greed. It's hard not to get a little irked thinking about it. Dann möchte ich auch, dass sie in den Ursprung zurückkehren. Thank you for understanding. Now I've got one of my items back. Let me show you what makes it so special. The secrets of history shine through in the relics that survive. And this one now has the story of another age to tell. Stark, Alter, gefällt mir. Das war eine geile Story. Von dieses ganze
das Ganze mit ihrem Ding und wie sie halt, und warum sie das macht und alles. Ein Sammlerstück mit großem Gewicht. Es ist ein Gegenstand, dessen Gewicht in der Entscheidungsschlacht, die unübersehbar war. Egal wie klein es ist, man muss es dennoch schätzen. Oh, ich mag den Ningguang, ey. Sie ist ein echt cooler Charakter.